Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Progress Foundation, ladies and gentlemen, I start in English. I welcome you to our 54th Economic Conference, also on behalf of my fellow trustees, Konrad Hummler, Ivan Adamovic, Stefan Studer, John Aldock, and Georg Vanberg. Also, the latter two cannot be with us today. I welcome you also on behalf of our sister institution, the American Institute for Economic Research in Great Barrington, Massachusetts. Both AIER and Progress Foundation were founded by the late Colonel Harwood. That is why AIER supports us regularly in our strive for classical liberalism. It might interest some of you that our sister institution will host next year's regional meeting of the Mont Pelerin Society, this stronghold of classical liberalism, in a historic place in Bretton Woods. And given the venue of the meeting and the interest E.C. Harwood took in monetary affairs, it's no surprise that the subject of the MPS meeting will be money, currencies and gold. Mein besonderer Gruß gilt jenen, die diesen Anlass zu dem machen, was er ist. Kaspar Villiger, Unternehmer, Politiker, langjähriger Bundesrat, dann als UBS-Präsident ein Versöhner zwischen Finanzplatz und Bevölkerung und heute der Elder Statesman der Schweiz, muss man hierzulande nicht vorstellen. Dass der Wunsch nach einer Teilnahme an unserem Anlass dieses Mal so groß war, dass wir über 40 Anmeldungen zurückweisen mussten, ist sicher stark ihm geschuldet. Professor Paul Frijters kennt man dagegen hierzulande kaum. Er unterrichtet an einer der besten Hochschulen Europas, der London School of Economics, zählt zum meistzitierten Prozent der Ökonomenzunft und hat über die zwei wichtigsten Autokratien dieser Welt, Russland und China, geforscht. Also höchste Zeit, dass Sie ihn kennenlernen. Genaueres über beide Referenten finden Sie auf Ihren Sitzen. Ergänzt und herausgefordert werden die beiden Referenten auf dem Podium dann durch Professor Anne van Aken von der Universität Hamburg, die sich in Ökonomie und Recht gleichermaßen auskennt und der Schweiz durch Studium, Beruf und Privatleben eng verbunden ist, und auch der Progress Foundation. Wie üblich nimmt außerdem einer unserer Stiftungsräte auf dem Podium teil, heute unser Vizepräsident Konrad Hummler. Moderiert wird das Gespräch von Ursula Frevel, einst Chefredaktorin der Thurgauer Zeitung, dann Kommunikationschefin von Economy Suisse und nun selbstständige Beraterin für Kommunikation und Public Affairs. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie hier mitwirken. Sie verdienen einen tosenden Applaus. Wir wagen uns, meine Damen und Herren, heute an ein Thema, bei dem wir bestenfalls Fragen aufwerfen und Perspektiven aufzeigen, aber sicher keine Antworten liefern können, zumindest keine schlüssigen und alle überzeugenden Antworten. Wir tun das mit einem höchst aktuellen Thema, aber wie immer mit einer gewissen Distanz zur Tagesaktualität. Es geht ein wenig um die Faszination, die von Autokratien und Diktaturen für uns Menschen, die wir in Freiheit und Wohlstand leben, immer wieder auszugehen scheint. Jetzt, da eine Krise die andere jagt, so sehr und so schnell, dass wir plötzlich mit der Parallelität gleich mehrerer Krisen konfrontiert sind, scheint die Verunsicherung in den westlichen Demokratien besonders groß. Dass Demokratien geeignet sind, Freiheit und Wohlstand zu bieten,
dürfte ziemlich unbestritten sein. Der Erfolgsausweis der westlichen Demokratien ist wahrlich nicht schlecht diesbezüglich. Aber selbst jene, die das anerkennen, fragen sich, ob Autokratien nicht in einigen Belangen erfolgreicher sind. Können sie nicht besser langfristige Strategien verfolgen als die von Wahl zu Wahl hetzenden Demokratien? Können sie nicht besser Kriege führen als die lange um einen Konsens ringenden und deswegen gelähmten Demokratien? Vor allem aber sind sie nicht besser geeignet, auf Krisen aller Art zu reagieren und den Kampf gegen sie aufzunehmen, seien es Pandemien, Naturkatastrophen oder schwere technische Unfälle, etwa in einem Kernkraftwerk. Wenn es so wäre, würden die Demokratien mit der Zeit von den Autokratien überholt und hinweggefegt werden. Es gibt nicht wenige, die das so sehen, gar von der Dysfunktionalität der Demokratien sprechen und sich dann der Resignation ergeben. Das riecht für mich etwas nach Dekadenz. Unter denen, die das auch so sehen, aber eben nicht hinnehmen wollen, gibt es zwei Strömungen, die einem an die zwei antiken Lebensentwürfe von Athen und Sparta erinnern. Dominanter ist jene, die in den westlichen Demokratien mehr Führung, weniger Diskussionen, schnellere Entscheide, kurz eine Art permanenten Krisenmodus fordert, um sowohl den Herausforderungen der Autokratien Paroli zu bieten, als auch der vielen gleichzeitigen Krisen Herr zu werden. Etwas salopp könnte man diese Leute als Alain Berset-Bewunderer bezeichnen. Daneben gibt es jene, die im Gegenteil in dieser Reaktion eine Gefährdung der Demokratie sehen. Sie suchen nach Reformen, die die Demokratie mit ihrer Toleranz gegenüber dem Dissens und ihrem Hunger nach Argumenten stärken, weil sie keine andere Möglichkeit für das Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen Auffassungen sehen und an den langfristigen Erfolg der Demokratie und an ihre Erneuerungsfähigkeit glauben. Die meisten von Ihnen, meine Damen und Herren, sind heute nicht zum ersten Mal dabei und kennen den Ablauf, aber für die immer willkommenen neuen Gäste will ich ihn kurz erklären. Die Vorträge werden aufgenommen und wir stellen das Video in einigen Tagen auf unsere Website für Sie zum Nachhören, für alle, die heute nicht dabei sein können und nicht zuletzt für ein breiteres Publikum. Zuerst spricht unser Gast aus London, zwar nicht in seiner Muttersprache, aber in seiner Arbeitssprache Englisch. Dann folgt Kaspar Villiger auf Deutsch. Danach folgt ohne spezielle Verdankung oder Abmoderation die Podiumsdiskussion. Es wird in ihr ein Mischmasch aus Englisch und Deutsch geben. Alle verstehen Englisch, aber nicht alle sind es gewohnt, auf Englisch zu debattieren. Und Paul Frijters versteht auch recht gut Deutsch. Wir vertrauen da einer Art spontaner Ordnung, unterstützt durch die lenkende Hand von Ursula Frevel. Und nun freue ich mich mit Ihnen auf anregende, überlegte, da und dort sicher auch pointierte Gedanken, die, darauf sei hier wieder einmal hingewiesen, nicht unbedingt der Meinung der Stiftung oder ihrer Stiftungsräte entsprechen müssen. Paul, the floor is yours. Ja. Dankeschön, Gerhard. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich spreche jetzt in meiner Muttersprache, was meine Mutter war Englisch. So I will switch to English. Thank you very much. And it's a great joy to be here and to see so many people interested in the cause of freedom and democracy. And I have only 20 minutes, so I want to get into it as quickly as I can. I want to give you some statistics. There are many statistics to give you, but I was
thinking of giving you 3 big ones. And then I want to talk about solutions, because I'm very much a solutions guy. So the first graph tells you a little bit of what we're up against in, as it were, you might think of the core EU countries, of which I'm part of, the Netherlands, but also of which I'm most worried about. And I've been very, very disappointed and dismayed about what has happened in the core EU countries in the last 2.5 years. Right? It's been incredible to me. Right? I did not expect that. And so I want to give you 3 graphs which sort of illustrate a lot of things. They don't prove anything, but they illustrate. Right? The first graph shows you, as it were, the size of the state over time. And it starts all the way back in the 1980s, when the state was supposedly very large and we had privatizations. And you see here several countries and the percentage of GDP. So the blue line, for instance, is France. It's the most statist country we have in the EU. And you see that its share of GDP of the government is now above 65%, right? That's starting to approach Soviet Union levels, if you like, right? And it's higher even than it were as the peak in the 1980s of about 55%. And you see this huge increase in the size of the state in all these countries, which are Italy, Germany, Spain, and the United Kingdom, and at least, let's say, a 10% rise in the last 2 years. And a lot of that has been via printing money, which in the short run always buys you an economic boom, but in the long run just buys you a lot of misery and inflation, which is exactly what we are experiencing now. And the authorities of these countries themselves expected the dotted line, which is, we're going to reduce the size of the state. And the actual black line shows you what has happened in the last half year to the last 12 months, which is actually a large further increase in the size of the state, as of course these European countries have gotten more crises to use as an excuse to sort of increase the size of the government further. And this is of course unsustainable, right? Tax levels cannot keep up with this. So what has happened is that there's been a massive increase in money printing. This is also true for the US, but in Europe, this is now leading to a totally unsustainable financial situation. So we're in a real pickle, as it were. And what this represents is the demise of markets. It particularly represents the demise of small and medium-sized businesses. Now, this thing shows you effectively what has happened from 1995 to 2021 with inequality. It's a bit of a strange graph. What this basically shows you is the growth in supposedly real purchasing power incomes of the distribution over the whole world. So what you see in sort of at the far left is the poorest, that they've had 3% total growth rate between 1995 and 2021. Now, that is of course good news. It means that on average, even at the end of 2021, the world had gotten richer. But what you will particularly see is that at the far right, whereby you're talking about the 99.9999 percentile, right? So we're now talking about the richest people per 100,000, right? That they have absolutely increased their wealth to an enormous amount. So right now, I believe in this world, it's the case that the 8 richest men in the world own more, have a greater wealth than the poorest 50%. So 8 people now earn more, have more than 4 billion people on the planet. Now that is a level of inequality which I'm not sure the world has ever seen before, right? It's beyond feudalism. Feudalism, you had barons who were sort of richer than tens of thousands of their serfs, if you like. We now have people running around in the world who are individually richer than 500 million other people, right? That is just stunning, right? So the level of inequality has become such that an extremely small group, not even the top 1%, no, the top 0.01%, right, have now gone extremely rich beyond any sort of wildest of our imaginations. And that's basically happened the last 25 years, and I've written 2 books on sort of corruption and sort of, what has led to this kind of breakaway inequality, and it has a lot to do with capture of the state, it has a lot to do with tax evasion, but it's now a reality. It is now a reality that in many countries, an extremely tiny minority basically has a lot of the productive wealth. Now this, to me, is the most concerning of these things. You don't need to sort of, as it were, look at these numbers. What this is, this comes from an EU Commission website. The EU Commission website represents
the information they got from big tech companies about how much censoring the big tech companies have done on the issue of COVID, basically forced by the European Commission. Now, the big tech companies were already doing lots of censoring at the start of 2020 off their own bat, but the European Commission has now mandated this, right? It's basically threatened these companies with having to pay 6% of their global revenue, so basically a huge amount of sort of billions of dollars. And as a result, these big tech companies now monthly report to the European Commission how good censors they are. And you can go to that particular website, and I didn't know this until last month, that this is now totally institutionalized. Now, this is but one example of many about how we now in Europe, in the EU, and this is also true for the US and Canada and the Anglosphere, we basically are now in a Ministry of Propaganda situation. Right? We have a situation whereby the political and the bureaucratic top dictate to the media what they can and cannot say. And so in many ways, free speech is dead at this moment. Not in Switzerland, thank God, but free speech in many areas is now totally dead, and it's being policed. Right? And I will say something else about this, right? So what this illustrates is that the West indeed has seen autocracy rising, and hence Western liberal democracy is in serious, serious trouble, right? There's been increased scope and authority of the state in coordination now with large corporations. I think we should not mince word. That is fascism. That is the Benito Mussolini definition of what fascism is. It is the coming together of large corporations, the state bureaucracy, and politics. That is now, for me, the reality in my home country, the Netherlands, in the core EU countries, and in large parts of the US. Right? High and increasing inequality, which is a kind of feudalism that has now descended, more and more rules for the poorest 99%, as it were, increased power and freedom for the top 0.001%. There's been political capture of many institutions, there's been a politicization of the state bureaucracy, media concentration and alignment with politics, as you saw before, but there's lots more evidence to talk about that if you're interested. We've seen the rise of the security state and propaganda. If you want any proof of that, just think of what is happening right now to Julian Assange and how already for more than 10 years he's been subject to sort of horrendous, unfair treatment at the behest, of course, of the US security state, but aided by pretty much all major bureaucracies in the rest of the West that have been involved. Vested interest on the cloak of philanthropy, you think of the Gates Foundation, you think of the Ford Foundation, the Wellcome Foundation, many of these others, they are now also directly involved in a lot of this propagandizing. And of course, there's now a lot of cultural self-doubt happening in Europe, and as, in my reading of that, you should see it effectively as a divide and rule strategy, and an increasingly conscious strategy. Now, I think we should also talk a little bit about China and Russia, which I didn't want to talk about too much, but it's important to mention that China has also seen a huge reduction in its own wealth and its own productive capacity in the last 2 years because of its lockdown activities. So to give you just one statistics, the effect that the lockdowns in China have had on social interactions has been so enormous that they've basically had 10 million less babies in the last 2 years than they otherwise would have been projected to have. You know. Such has been the enormity of sort of the social control system that they've set up and the disruption that has meant to their normal social functioning, right? That family sizes are really plummeting now and they're starting to get worried about that. The effect within Europe on fertility rates has been much less. There has been a large effect, but nowhere near as big as on China. And so when you think of, oh, has China done better? In no sense has China done better. And I will also point out that, of course, Switzerland itself is a shining example of a country that was very poor when it was still feudal and autocratic 2-3 centuries ago, and that the rise of Switzerland is very much connected to its embracing of democracy and of free markets. And so this is very much, we're almost evidence of a place that has thrived because of its democratic institutions. And we see exactly the same in the West. So I haven't, as we're showing you those statistics, but for instance, the stock markets have dropped at least 20% in the last 12 to 18 months in Germany. The euro has dropped about 20%, and of course the purchasing power of the dollar and of the euro has reduced another 10%. So what that, for instance, means is that in terms of international value, German pension funds have easily lost 40%
of their total value. Right? So that is an enormous reduction in wealth that we've seen, and that, of course, is directly connected to the huge drop in economic and social activity. So we are in serious, serious trouble. Right? So how do I, at this moment, see the West? And when I say see this, I mean I write this in several books, several articles. I think for the Anglosphere and the core EU, we're now talking about a new alliance between the super-rich, the political elites, and the tops of bureaucracy. Right? Recently, the EU Commission has basically promised that it's going to give us new lockdowns this winter. It wants vaccine passports. It basically wants a lot of control over individuals and their movements. That is fascism. Right? We are now living in the reality of fascism in much of Europe, as far as I'm concerned. There's been a huge and increasing gulf between a few super wealthy and the 99.9%, right? And that vast majority is increasingly subject to restrictions on movement. That is a kind of feudalism. You know, we are now back in a feudal age whereby a few lords and ladies can do whatever they want, and the rest of us just have to shut up, are not allowed to complain, and will soon, and are increasingly poor, and will soon be allowed to do less and less and less. Right? And then there are other things that we can talk about, but I see them all as sort of fear-mongering and other means to sort of belittle us and reduce our collective capacity. Now, I want to say a few things about Switzerland. I'm so glad you're here, right? I think it's really wonderful that you are still an island of sanity, right? So, for me, you are a beacon of hope and inspiration, right? So, please stay out of NATO, and please stay out of the EU at this moment. I would have said the opposite 10 years ago. I'm very much a European. I was all in favor of the introduction of the euro. I was even involved in its advertising campaigns for the euro. But now, please stay out, right? Be independent, you know, be Swiss neutral for a couple of decades, please. And I will also say to you that you are not so much alone. I think that Scandinavia, where several countries had short lockdowns, have also seen the light and have stopped reducing their own democracy and have sort of increasingly realized that they have taken a different path to the core EU countries. So Denmark, Scandinavia, of course you will know about Florida, but basically several other of the states in the US have sort of gone away from the autocratic path and are trying to strengthen their democratic institutions. Right? There are also particular regions, Portugal, Madrid itself, and several movements. And so I myself am now active in 4 different countries and 4 different particular movements which are interested in freedom and democracy. And I try very hard to think of, okay, how should our societies be reformed? So I'm part of a new organization called Australians for Science and Freedom. I'm part of the Dutch Virus Waarheid, for those who know it. I'm part of the Brownstone Institute, which is run by Jeffrey Tucker, who used to run the American Institute for Economic Research, so it's a very small world, right? The sister organization. And I'm part of the UK Panda Group, and as such, I'm now involved in the parliamentary inquiry. So, I try and do my best, right? What do I want to talk about in the further minutes that I have? Well, I very much see my role as thinking about the future and thinking about the redesign of our liberal democracies in order to strengthen it. So I'm sort of interested in thinking, well, what blueprint should we have on the table for what to do once the political will is there to truly go against the tide that is now pushing us further and further into the abyss. Right? So I want to talk about institutional ideas for renovating liberal democracy. And that answers the question, what should be done if there is political will? And the countries I have in mind is not so much Switzerland, although I have some advice for you if you want it, but I'm thinking of the West, i.e. the Anglosphere and sort of core EU countries, particularly, of course, my own country, the Netherlands. And I invite you to mull them over. Now, I want to give you 2 key ideas that sort of summarize the thinking I've done in the last 2.5 years on this kind of future looking, and I've thought about lots and lots of forms of democracy and institutional changes. So the first idea I want to put in your mind's eye, and one can do this for certain professions in Switzerland too, is the idea of using citizen juries as a means of appointing the top of the public sector. So what do I mean here? So citizen juries, let's say 12 people in this room or 20 people in this room, randomly gathered. Your job would then be to appoint, let's say, the head of the state broadcaster, the head of state statistical agency, or a judge, which I understand is now politically appointed in Switzerland, right? Or arts councils, or large hospitals, the government departments, universities.
I want that entire layer of people who are basically very powerful in our bureaucratic system, who at the moment are appointed by politicians, right? I want that layer to be directly appointed by citizen juries. One jury, one job. And you can see the point of that. The point of that is to break the power of vested interests and to break the hold that money and the networks with money have on the current public institutions. So effectively, I want to reclaim the state in this way, right? By having its top directly appointed by the citizens in a very particular way. Politicians, so elected politicians, will still be in charge of policy, will still be in charge of budgets. You know, that's what we vote them for. They make all the trade-offs. That's their job. But the people that would work directly for them, they would now be directly appointed by the population in this jury kind of way. Now, how would this go, right? So let's say 20 random adult citizens are chosen from the population register. They're given a budget. There's websites for them, preferably by something like the Electoral Commission who would do it. This is a civic duty. They can't really say no. They would be compensated, get time of work, and you put them together physically. You don't give them instructions as to what they should look for or how they should do things. You basically let them decide. And if they decide, look, all the people who've applied for this job, we don't want them, we're going to find somebody ourselves, that's totally fine. They can take an advice, whatever they want, right? So the jury would make its own procedures, find their own outside advice, and decides itself what matters. So they're not given impossible tasks like find the best possible person or that sort of fantasy, right? And the jury deliberates. That's what juries are good at. If you put people together with a certain task, they start to cooperate. You know, that's sort of the basis of cabinets, it's the basis of boardrooms. We humans are good at that, right? And has such a system been used in the past? Well, not perfectly in this way, but it's not too different from how Venice chose the Doge, the head of Venice. That was also done via committees of random citizens. But of course, the citizens themselves were sort of part of the elite of Venice. So that was close to it. We had systems in Athens and Rome which were not too different because there too, as an appointment by lot for important positions and committees was very, very normal. So it's an old idea of democracy and it has particular advantages over elections. The particular advantage over elections, and in this kind of jury, what the individual does matters a lot more. So they pay a lot more attention, right? In a jury, like in a boardroom, like in a cabinet, people discuss, people deliberate, they cooperate. It brings out the best in them, right? And in contrast, in an election is far more susceptible to manipulation via media. What every individual votes for is only a tiny matters because millions of other people vote. So they don't have much incentive to really pay attention, right? Particularly not in countries where they're not used to having much say. I mean, in Switzerland, you take these things more seriously, but in lots of the rest of the world, people are hardly interested even in elections anymore. They think their voice doesn't matter. So elections are more easily corruptible. And if you like, what could we gain? What is the point of using these citizen juries? Well, one is to build in some randomness, but it's also to build in diversity of thought. So it's the old Habermas idea of wanting to have multiple perspectives on reality put in front of people so that they get to see their own truth, if you like. They work things out, right? So build in diversity of thought, independence of politics. You break the power of money in this way. You reclaim the state, right? Many eyes see more than one. And by treating people as responsible citizens, you also engender more civic duty, right? You see that very easily in Switzerland, where by taking people seriously, you make them more into citizens. They become used to, as it were, standing up for their rights and finding that important. That has been lost in much of Europe, where 20, 30 years ago, citizens were much more active in politics and much more involved in it. Now they are becoming more apathetic, right? You reduce the power of big corporations because you make it very hard for them to, as it were, take over these institutions. They can't really buy the networks that buy them the appointing power. Their media basically is suddenly a whole lot less powerful. And I see this as an increase in the separation of power. So you'll be familiar with the idea of the trias politicas. I want to go to the quanda politicas, i.e. 4 pillars of democracy. And this would be a 4th pillar, which would hence basically be directed by its own arm of civil society.
I can talk about the major pitfalls, right? Juries are easy to mislead if someone sort of guides them. So a famous saying from New York, where they had grand juries involved in deciding whether or not you'd go to trial, there was a saying that you could get a grand jury to indict a ham sandwich. You know, if you were a skilled prosecutor, you could mislead a jury. And the way to sort of to counteract that in the design of the citizen jury is that you basically only want minimal administrative support but no guidelines. And if you want to start, as it were, helping these citizen juries in order to overcome some of the known biases of juries, you should basically rely on alumni of this kind of system. So you have a system that becomes an operational and self-feeding arm of democracy. So by alumni, I hence mean people who were citizen jury members in the past. Right? Also note, which is a key element here, is that each jury and each jury member is a very, very small target for manipulation. Right? I mean, a jury really only makes one appointment. There are hundreds of these every year. So there are thousands of jury members every year, and they're randomly chosen from the population. What they decide upon is not individually all that important, because it's just one job out of thousands, effectively. So that makes it a very small target to hit. It's very difficult for this kind of system to be corrupted, which is one of the key reasons that I like it. Right? Okay, there will be convenient suggestions, but let's not talk about too much, because we don't really have time, right? So as to reiterate, I would see this as a fourth pillar of democracy, from Trias to Kandra, and this is a kind of a sortition arm of democracy. And the job of this sortition arm would be to appoint that top layer of the public sector and sort of public-oriented parts of society, including large charities, right? Now, let me give you the second reform idea in condensed format, given the time. The second reform idea is to go to a notion of media by the people. Right? At the moment, media, particularly in much of Europe and certainly in the Anglosphere, is dominated by a few large corporations. Right? And media itself often doesn't make much money. Its business model is often to, as it were, sell the attention span of the public. So one way to see that is to see media and to see it as a commons, as it were, a joint resource, if you like, a joint draw on our communal attention space. And that has basically been taken over by money now, right? Money now basically determines what you get to hear in the media. And so the media disinformation is now very normal, and I also think it's here to stay. And so the question is, well, how can a public regain a sense of reasonable information which is somewhat, not necessarily accurate, but at least honest, right? And honest different perspectives, right? And so my answer to that is to say, well, look, if the public needs reliable information, it's got to start to be involved in producing it itself. The population has to start producing good media, right? And I see that very much like I see a conscription army. So a conscription army, you get people ready to fire a gun. If you think of a conscription media army, you get people ready to themselves produce news and analyses. And like a conscription army, there's a training phase when you're young. But in case of the media, I would want, as it were, the production phase, not when you're 20, which is a good time to fire a gun, but more when you say 45 or 55, when you know a lot about life and you have something interesting, something valuable to say, right? And you actually know how to analyze things. You have become a true expert in something, and so in that way you can sort of do more. Now, how would this go from a sort of a conscript point of view, right? A regular person would say, aged 18, just get trained in media manipulation techniques. It's like learning how to fire a gun. You get to learn how to lie with numbers, but also how to analyze news, how to read news, how to do the technical things, you know, podcast, whatever it is, right? And this would be, again, organized by the sortition arm of democracy. So this is part of this fourth arm of democracy, whose two main tasks would be to appoint the top layer of the public sector and to basically make sure that there's a lot of sort of citizen-made information. Right? That person then, so after age 18, let's say 3 months, when age 45, that's when they do their tour of duty, if you like, right? They would go into a public media organization. Of course, these public media organizations would be led by people chosen by citizen juries, but they would also be different ones. There wouldn't just be one. I would think more of, say, you know, one for every 2 or 3 million citizens, right? So that you have several of these organizations to which the whole population would have access, but they represent different parts of the population.
in a self-chosen manner, right? So I'm envisaging not one perspective, not one national broadcaster, but a whole set of them, right? And they represent different parts of the population who have to validate them, and they can go bankrupt and that sort of thing, right? There's a creative destruction in those. And then these individuals, they're basically then doing their time, as it were, with the media organization of their choice for 3 months, and it's a form of community conscription. They would be involved in producing news and analysis, but also to judge the news and analyses of others in this organization, i.e. you use a kind of peer review mechanism whereby your life experiences are then mobilized towards the rest of society. Okay, now these public media organizations, how would they be run in this kind of idea? Well, there'd be time-limited democratic determined existence, so you need to have some kind of survey or referendum method to, as it were, discern what are the major groups in society that want to have their own media arm, and every 5 years you can sort of change your mind on that. Of course, you want citizen jury appointed top, you want a small set of permanent jobs, and again, alumni-maintained advice is important, and the whole population would have access to it. So you're talking about a conscription army of, as it were, different active units, if you like, of media to which the whole population then has access. And the idea is that at least gets you an honest assessment of what's going on in the world, what are the interests of the particular ones. Okay, I think I have to wrap it up now. So intended benefits are clear, difficulties and objections if we have time on it. I'll just end with reflections, right? I think that now is a time in the West to really openly talk about radical changes to our institutions. You know, the problems are dire, and in order to have a chance to withstand the current reality of feudal fascism, we've got to be prepared to rethink our institutions, rethink the nature of our liberal democracy in order to think of some set that we believe will drag us out of this and keep us out of this. Right? If in terms of the key arguments that I've made, one key argument is that juries are good at judging people. It's very difficult to judge very complex political issues, but it's relatively easy to judge people well via juries. So that's what I want to use them for. I see it as a hack, as it were, to reclaim the state. Another argument is that good media is like a commons. You know, for those who know economics, there's a tragedy of the commons whereby everybody uses the communal resource to which they can have access, but they don't have to pay for. And as a result of that commons being open, what has happened is the zone has been flooded with, I won't say it, but you can imagine, right? The zone has been flooded with nonsense, because that is the way basically to keep people occupied with nonsense, right? But since it's the community that benefits from a good media commons, it's the community that now has to produce it. And that's been one of the mistakes in the past, that we've taken the community out of the production of news and good analyses, and as a result, it's become easy to mislead them. Now, both of these suggested reforms are supposed to increase the voice of the citizens while reducing that of both the big corporations, the state bureaucracy itself, and the super rich, right? So it's very much pro-markets, very much pro-reform and pro-democracy. There are many, many other systemic reform ideas that would be interesting to discuss over a period of maybe 2 weeks, but I think with 20 minutes, that's all we have time for. But I invite you to sort of really interact with this, right? Particularly if you, like me, are not from Switzerland and a country that's doing well, but you're from one of these countries really doing poorly, to, yes, reimagine your own society in terms of, well, how would you change it in order to weather the storm that is now raging upon us? Thank you very much. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich hatte schon im Militärdienst eine Brocki-Schreiberphobie, hat sich auf die Slidophobie übertragen und deshalb werde ich keine Grafiken machen, sondern einfach beim Wort bleiben. Man könnte und will auch ohne Vorbemerkungen, wie das sonst üblich ist, gleich anfangen. Man könnte die Weltgeschichte der letzten 35 Jahre als einen Übergang von der Stabilität des Kalten Krieges über eine Periode der Hoffnung mit wachsender Prosperität und Demokratisierung zu einer Phase der Ernüchterung und schließlich zum heutigen Chaos beschreiben. Also einen verschlungenen Weg von einer Weltordnung zu einer Weltunordnung. Und noch selten konnte man so wenig überhaupt voraussagen, was auch noch auf uns zukommen könnte. Sicher ist aber, dass der Ausgang des Ukraine-Krieges
einen entscheidenden Einfluss darauf haben wird, ob sich aus dem heutigen Chaos eine neue Ordnung oder ein noch schlimmeres Chaos entwickeln wird. Und deshalb hat dieser Krieg, und deshalb beginne ich damit, auch für uns eine sehr viel größere Bedeutung, als das vielen von uns bewusst ist. Bevor ich nun zu dieser Frage komme, will ich kurz auf die Phase der Ernüchterung eingehen. Sie kam schleichend. Die demokratische Erneuerung von Staaten, der kleptokratische Eliten ihre Privilegien mit Zähnen und Klauen verteidigten und deren staatliche Institutionen sich als nicht demokratietauglich erwiesen, scheiterte krachend. Beispiele sind die Staaten des arabischen Frühlings, Afghanistan, zahlreiche schwarzafrikanische Länder. Autokratien, die die wohlstandsschaffende Kraft von Kapitalismus und Marktwirtschaft entdeckten, gewannen an wirtschaftlicher und politischer Kraft und wurden so zum Vorbild taumelnder Demokratien. Das ist ja eigentlich der Treppenwitz unserer Phase, dass der Kommunismus erst mit dem Kapitalismus erfolgsfähig wurde. Ein weiteres ist, dass bewährte Demokratien durch hausgemachte Probleme in Probleme gerieten und die wachsenden Erwartungen ihrer Völker immer weniger zu erfüllen vermochten. Manfred Schmidt, ein deutscher Politologe, spricht von der strukturellen Überforderung der Demokratie. Und Stichworte sind, Sie kennen das, Finanzkrise, Eurokrise, Pandemie, maßlose Verschuldung, demokratiefeindliche, populistische und nationalistische Bewegungen und so weiter. Und jetzt scheint sich eben das zu bewahrheiten. Ich hatte einen Hund, der hieß Murphy, wurde seinem Namen hin und wieder auch Tatererian. Es kommt das, was man mit Murphy's Law apostrophiert. Alles, was schiefgehen kann, geht schief. Krieg in Europa, Energiekrise, Hunger, Inflation, Flüchtlingsströme, Hitzewellen, Austrocknung der landwirtschaftlichen Böden, politische Unrast, Dysfunktion internationaler Organisationen, Verschwörungstheorien, Fake News und so weiter. Ich mache das im großen Tempo, weil Sie es ja schon wissen. Und die großen Autokraten dieser Welt sehen die Stunde gekommen, das Fehlen einer durchsetzungsfähigen Ordnungsmacht zu nutzen, um in dieser unübersichtlichen, krisenhaften Gemengelage ihre eigene Macht auszuweiten. Wir stehen in einer fundamentalen Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autokratie, Rechtsstaat und Macht, Willkür und Gesetz, Menschlichkeit und Barbarei. Warum nun ist der Ausgang dieses Ukraine-Krieges so wichtig? Der Ausgang des Konflikts ist zurzeit noch völlig offen. Keine Seite zeigt Kompromissbereitschaft. Niemand weiß, wie es weitergeht. Ich habe mir so überlegt, wahrscheinlich sind so etwa 4 Entwicklungsmöglichkeiten denkbar. Die erste ist ein lange andauernder, blutiger, zerstörerischer Zermürbungskrieg ohne eigentliche Verlierer oder Sieger, der bestenfalls in der Erschöpfung beider Kontrahenten endet. Eine zweite Möglichkeit wäre ein Abflauen der Gewalt, auch durch Ermüdung und die Schaffung eines fragilen, aber immer wieder gebrochenen und immer wieder notdürftig geflickten Waffenstillstandes, wie wir das auch schon in Korea oder so erlebt haben, ohne dass die Probleme wirklich gelöst würden, begleitet vom langsamen Vergessen in der übrigen Welt. Eine optimistische Entwicklung könnte sein, ein Frieden, der unter internationaler Vermittlung ausgehandelt wird, zum Beispiel UNO, der von klaren Bedingungen begleitet ist, flankiert von einem gesichtswahrenden Nicht-Verlierer-Narrativ auf beiden Seiten, wo beide Seiten das als Sieg erklären könnten, Donbass bleibt ukrainisch, Krim russisch oder was immer das wäre, und begleitet von einer international kontrollierten demilitarisierten Zone, so einem Sicherheitsdialog NATO und Russland. Das wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit, nicht völlig auszuschließen, dann, wenn die Kosten der russischen Möglichkeiten derart überstrapaziert würden, dass die Russen selber das dann auch merkten. Das 4. Szenario, immer noch leider sehr wahrscheinlich, wäre ein fauler Friede, der von vielen Europäern jetzt auch gefordert wird, eigentlich mit Putin zulasten der Ukrainer, oder gar ein Sieg Russlands, begünstigt durch ein Einknicken des Westens unter der Nukleardrohung und der abnehmenden Unterstützung durch die westlichen Völker wegen der immer spürbareren wirtschaftlichen Folgen der Krise. Beides hätte langfristig 2 dramatische Folgen, davon bin ich überzeugt. Erstens würde es den Hunger des Imperators keineswegs stillen, sondern ihn, der schon bisher alle Vereinbarungen und Verträge gebrochen hat, ermuntern, die nächsten Attacken vorzubereiten und zur gegebenen Zeit zu wagen. Zweitens würde das Verbot von Angriffskriegen in der UNO-Charta total zur Makulatur und viele Länder kämen zum begreiflichen Schluss, dass auf die Sicherheit durch von der Weltgemeinschaft garantierte Verträge überhaupt kein Verlass mehr ist.
Und das gebe Ländern, die schon Atomwaffen besitzen, einen starken Anreiz, diese ebenfalls als gängiges Instrument nationaler Selbstbehauptung zu nutzen, ob das Kaschmir ist oder irgendwo sonst. Und viele atomwaffenfreien Staaten kämen zum ebenso begreiflichen Schluss, dass nur eigene Atomwaffen auf dieser Welt eigentlich hinreichenden Schutz zu gewähren vermöchten. Und das alles müsste eine neue Welle der Proliferation von Atomwaffen auslösen und daraus entstünde eine noch weit unsicherere Welt als die heutige. Und aus alledem folgt unzweideutig, dass es eine einigermaßen vernünftige neue Weltordnung nur dann geben kann, wenn Putin diesen Krieg nicht gewinnt. Ich will nun zunächst etwas festhalten, was mir wichtig ist. Die mit Marktwirtschaft kombinierte liberale Demokratie ist trotz ihrer Unvollkommenheiten das bisher einzige von Menschen nach zahllosen Irrungen und Wirrungen entwickelte Regierungs- und Wirtschaftssystem, in unterschiedlichen Formen natürlich, das einer großen Zahl von Menschen ein Leben in Würde einigermaßen sicherstellen kann. Das muss ich in diesem Kreis wahrscheinlich nicht begründen und es beruht auf den 4 Säulen Freiheit, Rechtsstaat, Marktwirtschaft und Demokratie. Die Reihenfolge ist zufällig. Und bei allem Respekt vor nicht-westlichen politischen Kulturen bin ich überzeugt, dass die Werte dieses demokratischen Liberalismus nicht einfach nur westlich sind oder von weißen alten Männern gepflegt und so weiter, sondern sozusagen regional, sondern universell allen Menschen gemäß. Und das belegen, glaube ich, auch die Flüchtlingsströme, deren Ziele fast ausschließlich Demokratien sind. Es geht in dieser verrückten Zeit nun um nichts weniger als die Entscheidung darüber, ob sich dieses diffizile, aber der Menschenwürde angemessene System als bestimmender politischer Faktor auf der Welt überhaupt behaupten kann oder eben nicht. Und dabei stehen die Demokratien vor inneren und äußeren Herausforderungen. Und ich beginne mit den inneren, die mindestens so groß sind wie die äußeren. Die meisten davon beruhen eben auf Fehlanreizen, die eigentlich der Demokratie irgendwie schon angeboren sind. Die Orientierung der Politik an den nächsten Wahlen statt an den nächsten Generationen führt dazu, dass eben häufig das Populäre und Einfache und nicht das Notwendige angestrebt wird. Bern produziert auch Beispiele dazu. Weil Schulden eben einfacher und populärer als Steuererhöhungen sind und weil Politiker die für die von ihnen verursachten Schulden nicht persönlich haften, wie wir alle in der normalen Welt, neigen sie dazu, Segnungen für ihre Wähler mit Schulden zu finanzieren und Lasten auf die nächsten Generationen zu verschieben. Auch da können Sie hin und wieder nach Bern schauen. Weiter werden politische Prioritäten häufig durch den von Politik und Medien geschaffenen tagesaktuellen Empörungspegel und nicht durch die faktische Problemlage gesetzt. Und die Hoffnung, das Internet werde die Lüge entlarven, hat sich als trügerisch erwiesen. Im Gegenteil, es ermöglicht die Bildung von verschworenen Zirkeln, diese berühmten Echokammern, die sich gegenseitig in ihren Irrtümern bestätigen und immer verrückter drehen. Zu alledem gesellt sich ein gefährliches Gemisch von diffusen Frustgefühlen der Politik gegenüber, alles irgendwie verständlich, die sich aus verschiedenen Quellen nähren und die sich bis zum aktiven Widerstand oder zum Ankleben auf Straßen oder was immer wieder aufschaukeln können. Zu solchen Quellen gehören etwa Ungewissheit vor der wirtschaftlichen Zukunft, das wird bei uns wieder, wächst auch schon langsam, Furcht vor digitalisierungsbedingtem Verlust von Arbeitsplätzen, Ängste ob der Komplexität dessen, was uns über die Medien täglich über uns hineinfällt, Hilflosigkeit gegenüber vermeintlich übelwollenden geheimen Mächten irgendwo, Wahrnehmung der sozialen Zustände als ungerecht, eben zum Beispiel diese Ungleichheit, von der wir gehört haben, oder Angst vor dem Verlust der kulturellen Identität durch unkontrollierte Migrationsströme. Und solche Frustgefühle werden natürlich von den Populisten aller Schattierungen eifrig bewirtschaftet, die zwar immer behaupten, als einzige den wahren Volkswillen zu vertreten, dabei aber nichts von richtiger Demokratie halten. Nun, Demokratien können alle ihre Fehlanreize und alle Zielkonflikte nur dann bewältigen, wenn man kann sie mit gewissen, das ist vielleicht Diskussion nachher, mit gewissen institutionellen Maßnahmen, wie wir ein paar Beispiele hören, vielleicht etwas verbessern. Aber letztlich können sie das nur machen, wenn sie gewisse Werte, die Zivilgesellschaft, gewisse ethische und zivilisatorische Werte beherzigen und damit sozusagen demokratiefähig bleiben. Werte, ganz einfaches Zeugs, Wahrhaftigkeit, Anstand, Fairness, Einfühlsamkeit, Einhaltung von Versprechen, Toleranz, Gemeinsinn und so weiter. In der Wirtschaft sind es
sehr vereinfacht, aber ich glaube sehr wichtig, die Tugenden des sogenannten ehrbaren Kaufmanns. Es ist eine permanent zu erbringende und nie vollendete kulturelle Leistung, und wo sie eben nicht mehr erbracht wird, können Demokratien rasch zerfallen, wie wir das täglich in den Medien praktisch verfolgen können. Nun, die äußeren Herausforderungen sind zurzeit enorm. Das geht von der globalen Erwärmung über Covid-19, über den Zerfall multilateraler Handelsregeln, über wachsenden Protektionismus, expandierendes internationales Verbrechen bis zu den Migrationsproblemen und den breit gefächerten Attacken der großen Autokratien eben auf die liberalen Demokratien. Und dazu kommt jetzt, dass die ordnenden internationalen Organisationen, UNO-Sicherheitsrat, WTO, G20, teils Bretton Woods, durch Querschüsse der Autokraten praktisch paralysiert werden und damit dysfunktional. Und das alles beeinträchtigt eben auch den freien Welthandel, eine der Hauptquellen des globalen Wohlstandes, und es wird die Ärmsten am meisten treffen. Und dazu kommen jetzt noch Inflation, wahrscheinlich eine Rezession, die das Potenzial haben, die demokratische Gesellschaft zu zersetzen und Populisten auch in Demokratien an die Macht zu schwemmen. Und es stellt sich nun die Frage, was das alles für die Zukunft einer freien Welt und der rechtsstaatlichen Demokratie bedeutet. Was können und sollen Demokratien zu ihrem erfolgreichen Überleben überhaupt unternehmen? Um mich einer Antwort auf diese Frage anzunähern, es gibt ja keine festen Antworten, stelle ich mir so ein vereinfachtes dreiteiliges Modell der Welt vor. Die D-Gruppe Demokratie, das sind die echten Demokratien. Die A-Gruppe, das sind die festen, zementierten, auch zum Teil erfolgreichen Autokratien. Und dann eine bunt gewischte G-Gruppe, gemischt von dysfunktionalen Demokratien, autokratisch-demokratischen Mischformen, taumelnden Autokratien, gescheiterten Staaten und so weiter. Und wie nun soll sich die D-Gruppe in dieser dreiteiligen Welt voller Probleme verhalten? Ich denke, dass sich die konkrete Politik in 3 Körbe aufteilen lässt. Der erste Korb enthält die Aufgaben der Demokratien innerhalb dieser D-Gruppe selber. Und das wiederum ist viererlei. Erstens müssen die einzelnen Demokratien ihre internen Hausaufgaben machen, ihre Fehlanreize bändigen, ihre Zielkonflikte permanent austarieren, ihre Finanzen in den Griff bekommen, ihre Marktwirtschaften durch hinreichende Freiräume am Laufen halten und nicht durch ständige Erhöhung der Staatsquote, ihre Ungleichgewichte ausbalancieren, ihre Migranten integrieren, damit sich keine Parallelgesellschaften finden und so weiter. Und nur wenn sie auf den wirtschaftlichen und sozialen Erfolgspfad zurückkehren, werden sie die Zustimmung ihrer Völker bewahren. Die Zustimmung zur Demokratie hat in praktisch allen europäischen Ländern signifikant abgenommen. Und nur dann werden sie global wieder zu Vorbildern. Aber das allein schon, wir wissen das sogar in unserem Erfolgsland, wie schwierig das ist anspruchsvoll. Zweitens zeigen der Ukraine-Konflikt und die Spannungen im chinesischen Meer und anderswo, dass der Erfolg von Demokratien für ihr erfolgreiches Überleben allein nicht genügt. Sie bedürfen der militärischen Verteidigung. Das haben wir vergessen in den letzten Jahrzehnten. Und weil ein einzelnes Land, wir wollen nicht beitreten der NATO, aber vielleicht müssen wir uns eine andere Frage stellen, weil ein einzelnes Land dazu nicht mehr in der Lage ist, auch mittlere Länder können sich nicht mehr autonom verteidigen, müssen sie Strukturen der militärischen Zusammenarbeit eben wie der NATO pflegen. Drittens müssen die Demokratien unter sich die wohlstandsschaffende Kraft des Freihandels systematisch nutzen und das Netz von Freihandelsabkommen auch transatlantisch ausbauen. Dabei dürfen solche Abkommen nicht an versteckten protektionistischen oder ideologischen Sonderanliegen scheitern, wie das eine europäische Spezialität ist. Stichwort Chlorhühnchen, Kanada, EU ist noch immer nicht unterschrieben. Viertens, nach Jahren. Viertens müssen vor allem die großen demokratischen Gebilde wieder klar versuchen zusammenzustehen, etwa die EU und die USA. Einerseits muss der ideologische und überhebliche europäische Anti-Amerikanismus, gewachsen notabene unter amerikanischem Schutz, endlich überwunden werden. Und andererseits müssen aber die Amerikaner wieder ihrer Versuchung, ihres latenten Isolationismus widerstehen, vor allem aber auch versuchen, ihre Demokratie nicht verkommen zu lassen. Und auch das ist alles andere als gesichert. Der zweite Korb, mache ich es kürzer, betrifft das Verhältnis der D zur A-Gruppe, Demokratie zu Autokratien. Der Versuch, die A-Gruppe durch eine missionarische Demokratisierungspolitik ins D-Lager zu zwingen, der wird sicher scheitern, wird auch nicht mehr so ernsthaft verfolgt und würde anderswo benötigte Kräfte verschleißen.
Weil diese Gruppe aber alles versuchen wird, um das demokratische Lager weiter zu schwächen und zu destabilisieren, braucht es eine delikate und fragile Doppelstrategie. Einerseits muss das demokratische Lager allen diesen Versuchen dezidiert und kraftvoll entgegentreten. Und wo souveräne demokratische Staaten wie die Ukraine angegriffen werden, ist mit Härte und wirksamen Sanktionen zu kontern. Aber solche Sanktionen schwächen natürlich auch die Demokratien selber und deshalb muss man sie auf die krassen Fälle beschränken und nicht denken, wie gewisse überheblichen Menschen auch in der Schweiz, man müsse bei jedem, was man irgendwo einen Flecken sieht, der nicht ganz in Ordnung ist, gleich noch eine Sondersanktion durch die Schweiz beschließen können. Andererseits sind aber zahlreiche Probleme nur gemeinsam lösbar. Massenmigration, Flüchtlingsproblem, globale Erwärmung, Pandemien und so weiter. Und deshalb bleibt die Zusammenarbeit auch mit unappetitlichen Partnern eben notwendig, wenn wir die Probleme des Planeten bewältigen wollen. Und sie scheint mir deshalb nicht unmöglich, weil auch das A-Lager unter diesen Plagen leidet. Dringlich sind auch, meine ich, wieder Verhandlungen über Rüstungskontrolle, wie das nach dem Kalten Krieg der Fall war, damit dieser Planet sich nicht weiter Richtung Pulverfass entwickeln kann. Aber das kann eben nur ein wirtschaftlich und militärisch starkes D-Lager, wie früher auch schon. Dann wird es gelingen, wenn der Westen weiter abschwächt. Er wird schon aus demografischen Gründen immer kleiner, weil sich die anderen rascher wachsen. Dann geht es natürlich nicht. Weil der Welthandel so wichtig ist und weil auch das demokratische Lager kein Interesse an einer totalen wirtschaftlichen Destabilisierung des A-Lagers haben kann, sind die Bestrebungen zur Förderung multilateraler Handelsregeln fortzusetzen. Der kürzliche, nicht besonders spektakuläre Erfolg der WTO-Verhandlungen ist immerhin ein kleiner Lichtblick. Das Schicksal der dritten Gruppe, der G-Gruppe, kann dem demokratischen Lager, also alles dieses Sammelsuriums von anderen Staaten, das kann den demokratischen Staaten nicht egal sein. Wenn in dieser Gruppe Hungersnöte oder Bürgerkriege wüten, entstehen neue Flüchtlingsströme, die es erfahrungsgemäß natürlich in die Demokratien treibt. Und zudem finden sich in diesem Lager auch Staaten, deren Entwicklung Richtung Demokratie irgendwie noch möglich ist. Und weiter kann der noch reiche Westen, sage ich, diese Staaten schon aus humanitären Gründen nicht einfach im Stich lassen. Weiter muss der aggressive Einfluss der A-Gruppe auf diese Länder nach Möglichkeit gedämpft oder gar verhindert werden, damit sie nicht definitiv eben ins autokratische Lager abdriften. Wir wissen, dass Herr Lavrov während einiger Wochen nichts anderes machte, als durch Afrika reisen und den Ländern Nahrungsmittel versprechen, um sie an ihn zu binden. Auch wenn also die Auferlegung von Demokratie von außen und gegen die nationalen Eliten auch in diesen Ländern kaum mehr eine realistische Option sein wird, sollte das demokratische Lager mittels Nothilfe, wirtschaftlicher Zusammenarbeit, Einbezug in Freihandelsabkommen, technische Hilfe, dem G-Lager Anreize zur Schaffung von Wohlstand und zur Annäherung an die freiheitlichen Systeme schaffen. Auch das ist eine Gratwanderung, aber wir müssen wieder lernen, die Graubereiche mit Kompromissen zu managen. Bevor wir aber nun der Demokratie das Totenglöckchen läuten, ich will Ihnen ja nicht allzu viel Pessimismus weitergeben, vielleicht ist es bei mir ein bisschen Alterspessimismus, will ich einige wissenschaftlich belegte, ermutigenden Fakten stichwortig festhalten. Demokratien haben längerfristig stärkeres Wachstum als Autokratien, Acemoglu. Sie sind wohlhabender, ihre Umweltsituation ist besser, pinker. Sie finden für neu auftauchende Probleme rascher Lösungen und können Fehlentwicklungen besser korrigieren. Nobelpreisträger Douglas North. Sie führen weniger Kriege, haben weniger Völkermorde, leiden kaum unter Hungersnöten, beherbergen gesündere Kinder mit besserer Bildung. Und zudem ist die Wahrscheinlichkeit eines signifikanten Einbruchs der Wirtschaftsleistung oder der politischen Stabilität eines Landes umso größer, Tim Besle, desto weniger seine Exekutive kontrolliert wird. Und ich selber bin überzeugt, dass die Entscheide in China von gestern wahrscheinlich ein entscheidender erster Schritt zum Abgrund sind. Eine weitere, längerfristig, ich werde das nicht mehr erleben, aber die Jüngeren unter uns. Eine weitere Erfahrung ist wichtig. Schon häufig hat man in schwierigen Zeiten die Stärke der Demokratien unterschätzt, etwa im Zweiten Weltkrieg, im Kalten Krieg. Das hat aber damit zu tun, dass in Gesellschaften mit Meinungsfreiheit meist Kritik lauter als das Lob ist, in der Schweiz sogar immer, was permanent den Eindruck unhaltbarer Zustände auch dort erzeugt, wo sich eigentlich sehr gut leben lässt. Immer haben sich aber am Schluss die Demokratien durchgesetzt. Aber mit einer unbequemen Tatsache werden wir uns abfinden müssen.
Demokratie als komplexes, nicht angeborenes Menschenwerk ist nie vollkommen, nie reibungslos, nie fehlerlos, immer holprig, zähflüssig und fehleranfällig. Und deshalb braucht es auch in der besten Demokratie eine lebendige Zivilgesellschaft, die sich mit Zähnen und Klauen verteidigt. Das ist der Vorschluss. Wenn du mir noch eine Minute gibst, sage ich noch etwas zur Schweiz. Aber ich habe das sehr abgekürzt, weil ich wusste, dass du plötzlich so an die Uhr schaust. Und kurz auf die Schweiz. Es geht uns eigentlich noch immer hervorragend. Eigentlich. Die Schweiz hat das Krisengemenge bisher bestens überstanden und offensichtlich nicht alles falsch gemacht. Aber nichts ist gefährlicher, als Erfolg für selbstverständlich und Besitzstände für Gott gegeben zu halten. Und genau das passiert jetzt. Bern gibt Geld aus, als ob die Füllhörner unerschöpflich wären. Statt sich für Problemlösungen in zentralen Dossiers zusammenzuraufen, denkt man vornehmlich an die nächsten Wahlen. Gegenseitige Beschimpfungen ersetzen das Zuhören. Beim kleinsten Wehwehchen wird Heilung vom Staat gefordert. An der Wirtschaft, auf der unser ganzer Wohlstand beruht und die einen hervorragenden Job macht, wird permanent herumgemäkelt und herumreguliert. Ich fürchte, dass ein Teil unserer politischen Elite unterschätzt, was auf uns zukommen könnte. Jean-Pascal Delamirac pflegte zu sagen, les Suisses se lèvent tôt et se réveillent tard. Ich hoffe nicht zu spät. Ich danke Ihnen.